Hallo zusammen, das ist ein leckeres Dinkelbrot, das nur aus Dinkelmehl besteht, ist sehr schmackhaft, schöne Kruste und lecker. Dafür brauche ich 620 Gramm kaltes Wasser, 1 Kilo Dinkelmehl 1050er, 12 Gramm frische Hefe, 20 Gramm Salz und einen halben Teelöffel Zucker. Zuerst das Wasser in eine Schüssel mit 12 Gramm frische Hefe, 20 Gramm Salz und halben Teelöffel Zucker vermengen. Anschließend 1 Kilo Dinkelmehl Typ 1050 zufügen und 5 bis 8 Minuten kneten lassen. Bis der Teig verarbeitet wird, beschmiere ich mit ca. 2 Esslöffeln Olivenöl eine Tupperware. Die Massen sind ca. 30 x 25 x 10 cm hoch. Das sieht perfekt aus. Nach dem Kneten platziere ich den Teig in der Tupperware, falte den Teig und lasse 3 bis 4 Stunden bei Zimmertemperatur verschlossen gehen. Vor der Zubereitung nehme ich 2 Gärkörbchen, bestreue sie mit Dinkelmehl und stelle beiseite. Der Teig hat jetzt 3 bis 4 Stunden geruht. Den Teig mit Mehl bestreuen. Anschließend vorsichtig auf die Arbeitsplatte kippen. Bei Bedarf noch etwas mit Mehl bestreuen. Jetzt teile ich den Teig in 2 gleiche Stücke. Den Teig falte ich zu einem Brot und platziere anschließend in einem gut bemehlten Körbchen. Die Gärkörbchen sind übrigens für jeweils 1 Kilo Brote. Mit der Naht nach oben reinlegen, mit etwas Mehl bestreuen . Das gleiche nochmal mit dem anderen Teig. Anschließend zugedeckt mit einem Handtuch lasse ich den Teig ca. 40 Minuten bei Zimmertemperatur gehen. Wichtig ist, die Körbchen müssen gut mit Mehl bestreut sein, damit der Teig anschließend nicht kleben bleibt. Die Brote sind schön aufgegangen. Jetzt heiße ich den Backofen auf 220 Grad Umluft vor. Platziere vorsichtig beide Brote auf einem Backblech. Auf Wunsch den Teig der Länge nach einschneiden und sofort im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Umluft ca. 40 bis 45 Minuten backen.
Wunderbare Farbe, schöne Kruste. Schön hohl, so muss es sein. Das Brot abkühlen lassen und einschneiden. Ein wunderbarer Duft, eine schöne Kruste, eine lockere Krume, sehr lecker. Leckeres Dinkelaroma. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.